Hallo, ich grüße euch heute aus dem Mercedes-Bunker und freue mich, dass ihr dabei seid. Ich werde heute den Airbag und das Lenkrad abbauen. Ich mache das deshalb, weil das Lenkrad schon sehr stark abgegriffen ist. Außerdem der Gummi hat sich schon gelöst und kann gedreht werden, hier oben und hier an der Seite. Und das gefällt mir nicht. Deshalb werde ich das Lenkrad beim Sattler abgeben und er wird mir es mit Leder beziehen. Aber bevor ich mit der Demontage beginne, muss ich aus Sicherheitsgründen die Batterie abklemmen. Die Arbeiten an dem Airbag dürfen nie unter Spannung durchgeführt werden, denn das kann zu einer Explosion führen. Also jeder von uns hat schon bestimmt Bilder gesehen, wo gezündete Airbags in die Luft fliegen und daran soll man immer denken, wenn man an dem Airbag arbeitet. Und jetzt geht's los. Und jetzt, nachdem die Batterie abgeklemmt wurde, noch kurze Zeit warten, bis die Restspannung abgebaut wurde und dann kann man mit der Demontage beginnen. Man kann das verkürzen, indem man kurz das Radio einschaltet. Bei mir hat sich der Punkt erledigt, ich habe kein Radio. Als Alternative kann man auch das Licht einschalten. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann halt ein paar Minuten warten. Wenn das alles erledigt ist, kann man mit dem Abbau beginnen. Um den Airbag abzubauen, müssen 2 Schrauben gelöst werden, die sich auf der Rückseite befinden. Auf die Plätze, fertig, los! Die beiden Schrauben wurden gelöst und jetzt kann der Airbag abgenommen werden. Und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir den Stecker abziehen können. Und das war's. Jetzt ist das Lenkrad dran. Um das Lenkrad abzubauen, muss ich die Schraube lösen. Das ist innen Sechskant 10 mm. Wäre nicht verkehrt, wenn einer das Lenkrad hält, damit beim Lösen der Schraube das Lenkradschloss nicht beschädigt wird. Da ich alleine bin, werde ich das mit den Beinen versuchen festzuhalten. So, hat funktioniert. Jetzt die Schraube lösen und dann kann das Lenkrad abgenommen werden. Jetzt noch kurz eine sehenswerte Sache. Man sieht hier eine Markierung, die man beim Einbau wieder beachten muss. Und zwar hier oben ein Dreieck und dann unten die Linie. Die müssen natürlich übereinstimmen. Die beiden Kabel, die hier sichtbar sind, einfach nicht beachten. Man kann das Lenkrad ohne weiteres abziehen. Die bleiben einfach drin. Ja, und jetzt wird sich der Sattler freuen. Die Anschlussstelle kann man natürlich noch reinigen. Da hat sich im Laufe der Jahre viel Staub angesammelt. Und so wie das aussieht, das ist eigentlich eine sehr gute Diebstahlsicherung. Kann ich empfehlen. Heute war das eine bombastische Aktion, die ohne Zwischenfälle verlaufen ist. Der eine oder andere hat sich vielleicht was anderes gewünscht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.